weiter umschauen. It looks like there's a way in under this grate. Ich denke, das wäre ein Weg, den wir gehen müssten, wenn wir keinen regulären Eingang finden. Vielleicht sollten wir uns erstmal zu Ende umgucken, ob wir einen regulären Weg A finden. whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Sollte noch mehr sein. Oh, da. Sperrklinke. Mit diesem Teil können schwere Lasten gefahrlos gehoben und gehalten werden. A ratchet device. Exactly what I need. Ah, okay, weil wir hätten es jetzt hochheben können, aber dann wäre es sofort wieder runtergerattet. Weil man es nicht einrasten konnte. Damit könnten wir es einrasten. Trotzdem vielleicht erstmal auf der anderen Seite noch umgucken. Also da, wo wir jetzt dran vorbei können, wo wir nicht vorbei konnten. Bei den Jungs hier. Da halten sie immer noch. Na gut. Lampen sind echt komisch. Hast du was zu sagen, Junge? Nö. Okay, Tor ist abgeschlossen. Na gut, also müssen wir wohl durch die Kanalisation. Was echt, ja, unschön enden wird, bin ich mir relativ sicher. Hier kommen wir nicht hoch. Naja. Was war das eben gerade für eine Statue da? Statue von einem Walfänger. Okay. There. Dupdidu. Oh, wir haben noch keine. Wir haben das Feuerzeug. Können wir sie benutzen? Ah. Hello, old friend. Schnapsflasche. Geht doch. Hier können wir uns regelmäßig bedienen. Mach die Tür zu. Oh, und das irgendwie wieder aus. Und jetzt wohl gleich irgendwie ausmachen, wenn es so heiß wird. Da wurde was rangeschrieben in komischen Ruhen. Das willst du dir nicht angucken? Achso, unten. Saint Brendan, The Navigator, 484 bis 377. Was? 577? St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Dark Water. Da ist der Captain Fitzroy, bot mir Hilfe an. Barkeeper. Cat wird nicht aufgeführt, das wundert mich gerade ein bisschen. Gestrandete Wal. Hafen. Die Statue. Beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater. Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brendan andere Götter und deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer den alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Na gut, gehen wir in die Kanalisation und gucken uns da um. Scheint der einzige Weg zu sein, dahin zu kommen. Und ich muss mal kurz rausfinden, wie ich das Feuer wieder ausmache. Licht, mittlere Maustaste, okay. Plupp. Habt ihr was zu sagen, Jungs? Ja. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors.
Was? How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. Die beiden waren das. Bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? Wer sind die beiden Wachen? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Woher bezahlt ihr das? Na gut. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Mach ihn wieder sauber. I've Good. taken enough of your time. We'll see you later. So, die beiden, die lassen uns nicht rein, deswegen müssen wir den anderen Weg nehmen. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even. And don't go looking there. Oh, es gibt das Alkohol, den wir schon geklaut haben. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Und deswegen läuft einer davon immer wieder hin und her zu der Statue. Weil sein Alkoholvorrat in der einen Hütte da ist. Na, starten wir mit denen, aber wir werden nicht durchkommen. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Cat schickt mich. Versuchen wir es. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Wir haben Beweis, wir haben den Alkohol von denen. What's with you wandering around here? We saw you. Go die of... I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes?
She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Na gut. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Na gut. I bid you gentlemen farewell. Dann nehmen If I wir can't get rid of those two, den anderen I'll have to look for another way. Eingang. Du bist der Mann aus dem Traum. Oder? Na gut, es war nur einfach einer von den 3. It's a sign. There's something coming. Okay, irgendeiner von den Polizisten war das aus dem Traum. Don't put that beast back in the water. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. Linke And I Wange. don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. Don't put that Die beast back beiden in the Idioten da water, meinten you gerade, shite dass fisher. der Letzte, der sich da reinschleichen wollte, von Cat ein breites Grinsen verpasst bekommen hat. Und er grinst jetzt nur noch auf der linken Wange. Und der Polizeichef hier hat eine Narbe an der linken Wange. Ganz hoch. Also wer ist ja auch in der Tasche von Cat? Na gut, sprechen wir mit dem hier noch. Und danach gehen wir durch den Seiteneingang. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ne, auf keinen Fall. Silas heißt der gute Mann. Aber wir werden eh nicht zu der Villa jetzt kommen. Wir müssen uns erstmal wissen wir nicht, wo die ist. Und es sieht hier nicht sehr gut begehbar aus, das Gelände. Und wir wollen eh erstmal ins Lagerhaus uns da angucken. Also. Da rein. Und dann oben diese Halterung anbringen. Und ja, hier ist noch irgendwo was, aber das kann man nicht gut sehen. Ja, es fehlt immer noch was. Wir können nicht zufällig Punkte verteilen, oder? Entdeckung, das würde viel zu viel brauchen. Das könnten wir steigern. Psychologie 3 von 5. Bestätigen? Ja.
Also irgendwo liegt noch irgendein Teil, das wir brauchen, um das Ding wieder zu öffnen. Auch wenn wir schon einmal... Pulsiert das Ding schneller, wenn wir näher dran sind? Das Fragezeichen? Hm. Nö. Ja, überall schon. Will ich noch mal irgendwas hier dann rumrütteln? Nö. Oh. Ja, das Lagerhaus ist nicht sehr stabil, da fallen alle möglichen Sachen runter. Zählt das ja auch dazu? Nein. Vielleicht mit Licht? Oh, stimmt. Usch. In den Netzen irgendwas? Nee. Nee, scheinbar nicht. Also vielleicht nach oben. Gehen wir nochmal hoch. Nö. Kurios, kurios. Können wir hier leider erstmal nicht weitermachen. Vielleicht noch mit dem Captain sprechen vorher. Fällt dir noch irgendwas zu sagen? Aber es wäre schon komisch, den Spieler so sehr einzuschränken. Oh, und nehmen wir doch das da. Zahnrad. Okay, und damit können wir dann diese Halterung einzubringen, ja. Okay. Und über den Steg kann man leider nicht gehen, ne. Aber jetzt können wir das Zahnrad anbringen und jetzt können wir die Kurbel auch drehen. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Oh. Weil nicht stark genug war es, oder wie? Häkchen, okay. Okay. Ja, damit haben wir uns sogar einen Weg verbaut. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Whoa. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. An ihr vorbei. Ja, Wie? Vielleicht können die beiden die anderen ablenken?
Well, well, look who's back. Did you miss us? Absolut. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to Hallo. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Look what I've got. You're a good guy, you. Follow me. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. Okay. You shouldn't hide your... Weiter zurückzugehen. Über Sackgassen. Kaputte Leitern. Und ein Weg rein. Let's see. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't give. Wir haben jetzt schon 2 Wege verbaut, ne? Also einmal die Kanalisation, da wäre wahrscheinlich da rausgekommen. Wegen der Stärkeprobe und einmal das da. Ja. Echt Pech gerade, der gute Privatdetektiv. Komme ich hier irgendwie rum? Nein. Ja, und deswegen haben sie es hier bewacht, für den ganzen Alkohol hier einschmuggeln, einlagern. Ne. Auch durch kein Fenster rein oder so. Ja, ich glaube, das waren langsam die Möglichkeiten hier. Hilfe finden, um ins Lagerhaus zu gelangen. Das haben wir hier indirekt. Die 2 Jungs helfen uns ja schon. Hier ist nichts. Also wir können nochmal zurück zu der Kurbel und da versuchen was zu machen. Oder sonst mit dem Captain sprechen. Oder in der Kneipe. Also wir haben noch ein paar Möglichkeiten, aber es ist halt trotzdem ärgerlich. Dupidupidu. Ja, hauen wir erstmal ab. You again. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. They saved Darkwater from famine. Und das war irgendein Monster, alle haben davon gegessen und sind seitdem Anhänger des Kultes. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland. Das hatten wir schon. Then Oh, wir haben neue Optionen dank Psychologie. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. you're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick.
Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Okay, wir müssen herausfinden, wer ihr Arzt ist. Vor allem hier auf der Insel. I've got what I need. Anything else? Komm, können wir jetzt. Na? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? Oh, Drinking? Anything else? Naja, okay. Genau. that'll be all for now. Schade. So direkt mit Cat sprechen möchte der Privatdetektiv jetzt doch nicht. Sondern erst mit dem Captain. Und nur wenn wir wirklich keine Wahl haben, versuchen wir sie irgendwie davon zu überzeugen, dass wir uns dann noch umgucken wollen wegen unserem Fall und dass die ganze Schmuggelgeschichte uns am Arsch vorbeigeht. Und sonst können wir auch noch sie darauf hinweisen, wie inkompetent ihre Leute sind, weil wir sie weglocken konnten und weil sie sich bei der Schmuggelware bedienen und. Und vielleicht kriegen wir so einen Stein bei ihrem Brett und dann passt das irgendwie. You're back again. What can I do for you? Bessere Dietriche mir geben. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Ja, das haben wir ja schon versucht, aber es klappt ja nicht You're irgendwie. back again. What can I do for you? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ja, haben wir. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Wir haben nicht mehr wirklich viele Optionen. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean, they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Ja, sind nicht die hellsten hier. Ja, von dem will keiner schnacken. Na gut, sprechen wir mit Cat. You have no right to treat us like this. And the doctor. What did he say? Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Haben keinen Grund zu lügen, oder? Nö. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished.
If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Klar. Warum man sich dran hält, ist wieder eine andere Sache. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Das ist Bradley, ja? Mit dem Grinsen. Mal ganz kurz. Okay. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Sie hat wohl alle Zeit der Welt, hm? It's fine. He's with me. Oh, okay. Haben wir doch gesagt. So, und jetzt müsstest du bitte die Tür öffnen, die wir versucht haben zu knacken, wo noch ein Dietrich drin steckt. Das wäre echt super nett von dir. Da, die Tür. Danach müssen wir die Schlösserknacken-Skills erhöhen. Was? Du knackst dein eigenes Schloss? Achso, ist ja nicht ihr Warenhaus, ist ja. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Okay. So, endlich drin. This place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Rekonstruktion einer Szene. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Das wird bestimmt bei Batman. It smells as bad as it looks. Oh, hallo? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Ja, die Dingens unten. Insignie unten. Ja, warum ist das so hell? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Da lag jemand. Nackt. Can't sleep. I know how that feels. Stimmt bestimmt gleich wieder mit. What happened here? Ja. Wird er sich verändert, weil er sich irgendwas angetan hat? Ich selber hat so die Augen rausgenommen, dann würde er nicht gegen das Spiel schlagen, würde er nicht sehen. Er vielleicht auf irgendeine Art verunstaltet. Wir sind durch, oder? Ja, scheinbar. Und ja, es ist komisch, dass jetzt Kate nicht mit reingekommen ist, weil sie wollte ja eigentlich dafür sorgen, dass wir nichts mitgehen lassen und so. Aber ich denke, sie hat eh eine Interesse an dem Privatdetektiv. Sonst würde sie sich nicht damit abgeben, selber hier hinterher zu gehen oder sowas. Also ist das vielleicht auch vertretbar. Mal gucken.
steht sofort von dem Schlafmittel. Aber nee, können wir nicht mitnehmen. Ja, und jetzt haben wir schon alles angeguckt, also können wir hier nichts mehr machen. Das war's wohl hier drin. Nope. Oh, someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Man hätte da einfach reingehen können. Polizist mit Drohne ist nein. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Ernsthaft? Der hilft uns? Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Also hätte ich echt nicht erwartet, dass er uns hilft. Her again. Ah. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Sehr ominöses Haus. Aber ja, warum ist Cats jetzt sauer, dass wir jetzt doch uns weiter umgucken? Sie hat uns doch geholfen, in das Ding reinzukommen. Und wir haben uns in nichts von ihr eingemischt und überhaupt. Vielleicht weil die Polizei da aufgetaucht ist. Das finden sie nicht so lustig, weil die Polizei dann auch den Alkohol findet. Das könnte sein. Pierce hatte es in das Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie eines angesenkten Gemäldes. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärte sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Oh, und danke, Firefox. Da ist jemand drin. Ach, dieser Salim? Aslen? Irgendwas in der Richtung. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ich dachte, die Villa sei in Flammen aufgegangen. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is.
Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Also sie waren alle zusammen im Salon eingesperrt. Also es gab nur einen Ausgang. Und da, wo der Ausgang war, da war Feuer. Alle sind drin in dem Raum gestorben und Silas hat das Feuer dann gelöscht. Und sonst ist nichts passiert. Das klingt super suspekt. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Also er scheint echt okay zu sein. Und ich habe den Verdacht, dass er derjenige ist aus dem Traum, der dann später sterben wird. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Ja, noch ein paar Fragen. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ja, bisschen ungeduldig, ja? Night falls quickly here. And I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. Achso. If only to reassure Silas. Das ist gerade noch Tag. Okay. Ich komme mit Ihnen. Ja, warum nicht? Why not? You can help. Right. Let's go. Ist das eine Art Friedhof? Da ist ein blockierter Weg. Folgen wir ihm. Auch wenn er genauso gemächlich geht wie Cat. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Oh, willst du da lang? Da ist doch der Eingang. Vielleicht wohnt dieser Silas etwas außerhalb. Charles Hawkins. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Ja, eigentlich nicht. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial.
What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ja, vor allem, es wurden nun die Vasen zerstört bei Charles. Von dem Sohn und von der Frau ist das ungeschädigt. Also es war irgendein ehemaliger Liebhaber oder irgendjemand, der sie geliebt hat, aber ne, eifersüchtig war. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Poor kid. Ja, mehr kann man da nicht sagen. Sonst ist hier nichts, ja? Nö. The caretaker. Na gut, gehen wir weiter. Er will wohl länger da bleiben. Ich dachte, er wollte mitkommen und uns vor Silas schützen, mit ihm sprechen, wie auch immer. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Nee, kommt nicht. Okay. Dann gehen wir halt alleine zu dem Irren. Super Idee. Oberchef, Boss, Polizisten, Mensch. So, von da wären wir auch runtergekommen. Zu dem Leuchtturm da hinten werden wir bestimmt dann auch irgendwann gehen. Ganz bestimmt. Haupteingang ist verbarrikadiert. I'll have to find another entrance. Ja, da bist du bisher nicht so wirklich gut drin, ha? Andere Eingänge zu finden, ohne sie kaputt zu machen. Ja, hier ist nichts. This entrance is still in use. Klopfen. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Oh, getimed. Put down the axe, and I'll forget that you threatened a cop. Show your badge, cop, and then we can talk. You don't need to see my badge. You're a bad liar, city boy. For the last time, tell me why you're here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Also okay, der Ex-Soldat, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat und diese eine Schlacht, wo alle seine Kameraden gestorben sind, wurde bisher von einer Frau verprügelt und von einem alten Mann rumgeschubst.
Und jedes Mal, wenn er versucht, seine Redekunst zu nutzen, wo ich nicht hingeskillt habe, hat es nicht geklappt. Apropos Redekunst. Wir haben 2 Punkte zum Verteilen. Die Fähigkeiten Medizinkunde und Okkultismus können nur durch das Entdecken von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Oh, okay. 6 CP bis zur nächsten Stufe bei allen. Ja, gut, dann kann ich mir die Punkte jetzt aufbewahren. Pierce, shall we enter? Wo warst du, Arsch? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Pierce und Officer Bradley erkunden den Garten des Hawken-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstückes, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern immer noch treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Also ein Salon. Naja, seien wir ehrlich, er träumt von Tentakelmonstern und dröhnt sich mit Alkohol und so ziemlich allen Betäubungsmitteln zu, die ihm unter die Finger kommen. Denke, da wird die Reaktionszeit nicht mehr die beste sein. Ja, das kann gut sein. Follow me. I know the place. Who left this light on? Silas. Warte mal ganz kurz. Ah, das ist ihr Ehemann. Also, wenn man der Fall, Hinweise... Nee. Ja, wenn man den jetzt sich mal anguckt und mit dem der Vergleich sieht schon ähnlich aus, ne? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? What kind of meat is this? Irgendwas Fischiges. Tentaklich Fischiges, das kein Tintenfisch ist. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Rasierter Schädel, ungewöhnlich in der Zeit. Ist eigentlich eher ein modernes Phänomen. Also in der Art, wie er es hier geschnitten hat. Was war's hier? Scheinbar. Die Brandstätte finden. Ach so, hier? Nee. Ich kann mit nichts mehr interagieren. Oktopus? Nee. Viel zu kurze Tentakel. Und die haben nicht so ein sehniges Fleisch durchgehend. Sieht quasi aus innen wie ein Schweinefleisch, aber außen halt fischig. Sehr komisch. Und ich kann hier nicht weg. Und ich kann auch nicht raus. Oh. Ich kann nicht raus aus dieser... Oh, nehmen wir das da. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Jetzt fertig, hm? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door.
Natürlich ein Gewitter. Sehr schön. Irgendwelches Geschreibsel. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Let's see if I can find something the cops missed. Was Charles Hawkins a heavy drinker? The child's corpse left a trace. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? 10 Uhr. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Ne, das Feuer soll ja recht schnell gelöscht worden sein. Also die Wand hier ist ja auch nicht komplett verbrannt, wenn man sich das genau anguckt. Nur bis hier. Deswegen war das Bild wohl auch angesenkt. Das wurde auch schon erwähnt. Tanks want to know one. Ja, mit dem Alkohol, ne? They had a fight. Why? Ich glaube, das war's. Hat's ein bisschen Häkchen unten. Oh. Na gut, können wir rausgehen? Oh. Did someone escape the fire? Vielleicht war der Silas auch mit im Raum. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Wir sollten nicht die Polizei beleidigen, er ist ein Teil der Polizei. Vorher war kein Unfall. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Das Ehepaar sei ein Streit, eine Brandstiftung, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Also ich glaube, es gibt jemanden, der die Frau geliebt hat und den Mann gehasst hat. Wegen den Gräbern. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Streit hier zu tun hat. Also sagen einfach nur, es gab einen Streit. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Und der wäre? Danke, Mr. Bison. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Sieht fast wie unter Wasser aus. Hm? Geschichte der Medizin im 18. Jahrhundert.
Sammlung medizinisches Wissens. Jo, kommt mit in die Sammlung. Ja, du musst kurz warten. Wir schauen uns hier schön ordentlich um. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Brandwunden können öfters wieder anfangen zu bluten, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wenn es richtig Blasen wirft und alles. Das kann ja langfristig schmerzhaft sein. Also es ist langfristig schmerzhaft. Aber vielleicht muss sie halt sich regelmäßig wieder bandagieren, die Person, die das Feuer überlebt hat. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Ist er nach oben? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Das ist gut was wert. Da ist er. Auch von ihr gezeichnet. Flamme im Hintergrund. Der menschliche Körper, eine vergleichende Analyse. Fortschritt bei der Medizin. Gut, gut. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Und ein Bild von einer Kammer. Kann man nicht wirklich viel erkennen. Irgendein Schrank mit offenen Schubladen. Tisch, auf dem Flaschen rumstehen. Und es ist nicht von ihr signiert. This place was falling apart long before the fire. This place was falling apart long before the fire. Schon wieder mit rasierten Schädeln. Die eine Seite zumindest. Diesmal ist es eine Frau. Und hier drüben war noch eine männliche Figur. Ja. Sind das die beiden in der Version, die Sie sich selber gesehen haben? Also irgendeine okkulte Variante von sich selbst? Oder was Sie erreichen wollten durch irgendwelche okkulten Zauberrituale? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Wollte ich gerade sagen. Und das hier ist prädestiniert, dass hinter einem der Regale irgendwo ein Weg ist. Aber da sieht er nichts. Ja. Hast du irgendwas gesehen? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ja, also wahrscheinlich Schmuggelware, also den Alkohol. Steckt er mit Cat unter einer Decke. Das wird sein Vater gewesen sein. Klavier, da war ein Klavier. Oh, das Ding.